Wenn du ein Apple iPhone nutzt, möchtest du manchmal zu irgendeinem Ort fahren, bist dort aber vielleicht neu und kennst deshalb die richtige Route nicht. In so einem Fall kannst du Apple Maps verwenden. In diesem Video zeigen wir dir, wie du Apple Maps nutzt. Wir erklären, wie du zu einem Ort navigierst, die Entfernung zu einem Standort prüfst, einen Stopp zur Navigation hinzufügst, Tolls vermeidest, Highways umgehst und noch vieles mehr. Als erstes musst du dafür die Apple Maps App öffnen. Diese ist standardmäßig auf deinem Apple iPhone installiert. Wenn du die Apple Maps App öffnest, kommst du auf eine Seite wie diese. Wichtig ist, für Apple Maps müssen die Location Services aktiviert sein. Falls sie nicht aktiviert sind, siehst du manchmal ein Pop-up mit der Option Settings oder oben die Meldung Location Services is off. Klicke darauf und dann siehst du hier Turn on in Settings. Klicke darauf und du gelangst zu einer Seite wie dieser. Hier musst du die Location Services aktivieren. Danach gehst du wieder zurück zur Maps App. Normalerweise sind die Location Services standardmäßig eingeschaltet. Nur in manchen Fällen sind sie deaktiviert. Falls das bei dir so ist, aktiviere sie einfach. Danach siehst du hier die Search-Option. Klicke auf Search und suche nach dem Ort, den du finden möchtest. Zum Beispiel suche ich nach diesem Ort. Wähle anschließend den richtigen Standort aus. Ich wähle zum Beispiel diesen Ort aus. Danach siehst du hier viele Details. Du kannst sehen, wie lange es von meinem Standort bis dorthin dauert. Außerdem wird die gesamte Entfernung angezeigt. Hier findest du auch den Download-Button. Wenn du diesen Ort herunterladen möchtest, kannst du das tun. Dann wird dieser Bereich auf deinem iPhone gespeichert. Danach kannst du ihn sogar ohne Internet nutzen. Wenn du nach unten scrollst, findest du weitere Infos zu diesem Ort. Wenn du zu diesem Ort fahren möchtest und Navigation brauchst, tippe hier auf die Zeitangabe. Oben siehst du auch das Autosymbol. Wenn du darauf klickst, werden verschiedene Optionen angezeigt. Sie zeigen hier 3 verschiedene Routen an. Wenn du mehr über diese Routen erfahren möchtest, schließe Directions und wähle die Route aus, die du möchtest. Ich wähle zum Beispiel diese Route aus. Bei jeder Route kannst du sehen, wie lange die Fahrt dauert. Wähle also einfach die Route, die für dich passt. Danach gehe ich wieder zu Directions. Falls du einen Zwischenstopp hinzufügen möchtest, kannst du das ebenfalls machen. Das bedeutet, du hast vielleicht ein finales Ziel, möchtest aber vorher noch 2 oder 3 andere Orte besuchen. In diesem Fall kannst du diese Stopps hinzufügen, damit die Navigation auch diese Orte berücksichtigt. Dafür findest du hier die Option Add Stop. Klicke darauf und suche nach dem gewünschten Ort. Ich suche zum Beispiel nach diesem Standort. Wie zuvor werden dir mehrere Optionen angezeigt. Wähle den richtigen Ort aus. Jetzt wurde dieser Ort hinzugefügt und die Route wird inklusive dieses Stopps angezeigt. Noch etwas Wichtiges. Du solltest die Reihenfolge anpassen. Wenn du zuerst zu diesem Ort fahren möchtest, ziehe ihn nach oben. Halte den Ort dafür gedrückt und verschiebe ihn nach oben. Jetzt ist die Reihenfolge korrekt. Ordne die Stopps also nach Bedarf an. Manchmal gibt es auf einer Route Tolls. Wenn du diese vermeiden möchtest, klicke auf Avoid. Dort findest du die Option Avoid Tolls. Aktiviere diese einfach. Danach werden Routen mit Tolls nicht mehr angezeigt. Falls du auch Highways vermeiden möchtest, kannst du diese Option ebenfalls aktivieren. Anschließend werden Routen über Highways ausgeblendet. Klicke danach auf das Häkchen. Sobald du darauf klickst, werden die Einstellungen gespeichert. Wenn du nun zu diesem Ort fahren möchtest, findest du hier die Option Go. Klicke auf Go. Falls mehrere Routen verfügbar sind, wähle die passende Route aus. Ich nehme zum Beispiel diese. Klicke auf Go und anschließend werden die Navigationsanweisungen angezeigt. Diesen kannst du ganz einfach folgen. Falls du auch Sprachansagen möchtest, findest du hier den Lautsprecher-Button. Klicke darauf. Für Sprachansagen musst du Unmute auswählen. Wenn Muted aktiviert ist, hörst du keinen Ton und es gibt keine Ansagen. Deshalb ist es besser, diese Funktion einzuschalten. Danach sagt dir der Assistent, wann du rechts oder links abbiegen musst, sodass du der Route ganz einfach folgen kannst. So erreichst du dein Ziel problemlos. Auf diese Weise kannst du Apple Maps ganz einfach nutzen. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Wenn es dir geholfen hat, abonniere gerne den Kanal. Bis zum nächsten Video.